esports.ch. Powered by UPC. Hi Fam und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von esports.ch. Mein erstes Video im 2020, das aber mit gutem Grund. Und zwar ist Warcraft 3 Reforged erschienen. Die Neuauflage vom Real-Time Strategy Klassiker hat weltweit für sehr viel Hype gesorgt bei der Ankündigung. Oh my god, I'm having a massive... Und hat dann aber nach der Open Beta so ein bisschen, ich würde jetzt sagen, gemischte Vibes hinterlassen. Reforged? Yeah! Wenn du dich jetzt aber so ein bisschen fragst, ey, Warcraft, ist das nicht irgendetwas mit dem World of Warcraft und von dem hat es sich mal einen Kinofilm gegeben, dann keine Angst, auch da wird dir weitergeholfen. Und wäre cool, wenn du uns ein Abo würdest da lassen. Bevor es jetzt allerdings zu nerdig wird, gibt es noch einen kleinen Disclaimer. Side effects may include dry mouth, nausea, vomiting, water retention, painful rectal itch, hallucination, dementia, psychosis, coma, death, and halitosis. Magic is not for everyone. Consult your doctor before use. Das originale Warcraft 3 ist 2002, also vor fast 20 Jahren, von Blizzard veröffentlicht worden und gilt bis heute als absoluter Meilenstein im RTS-Genre. Für E-Sport und Gaming allerdings fast ein bisschen wichtiger ist wahrscheinlich der mitgelieferte Map-Editor gewesen. Der hat den Spielern nämlich nicht nur mehr ermöglicht, eigene Maps, sondern fast schon eigene Games zu kreieren. So ist die heutige MOBA-Grösse Dota eigentlich nichts anderes als eine Warcraft 3 Map, wo Fans bastelt haben, bis es Valve gekauft hat und zu einem eigenständigen Spiel gemacht hat. Falls ihr also heute auf LANs Leute sehen, so pixelige Tower Defense Games spielen und so Mario Party Verschnitt mit Zwergen und Orks, dann wisst ihr jetzt, das ist das originale Warcraft 3. Die Neuauflage hätte dann eigentlich schon im 2019 erscheinen. Ist dann nicht passiert, mehrmals gegen Hintergrund geschoben worden, aber aufs Ende 2019, also auf den Winter, haben Fans von Blizzard dann die Open Beta freigegeben bekommen. Ich habe mir schon während dem Download von der Beta dann Gedanken gemacht, okay, was darf ich jetzt erwarten, oder? Was kommt jetzt auf mich zu? Ist es ein komplett neues Spiel? Ist es ein altes Spiel in neu? Ist es ein neues Spiel in alt? Keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Aber ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, als ich die Beta zum ersten Mal gestartet habe, bin ich schon ein bisschen enttäuscht gewesen. Das Menü oder allgemein das UI war furchtbar laggy, du hast die ganze Zeit Sachen mit der Maus verfehlt, es hat gestockt. Ja, wir haben wieder einen massiven Maus-Delay, von daher es ist das gleiche Spielerlebnis wie Warcraft 3 auch. Du bist in eine Lobby reingegangen, um ein Game zu starten, bevor die Map überhaupt starten konnte. Es sind 3 Leute schon wieder rausgefallen, das Game ist abgestürzt. Es ist einfach 30 Stutz zahlen, um ein Warcraft 3 Reforged vorbestellen und dann so eine Beta spielen, ist nicht geil. Ich könnte also vorstellen, dass ich als kleiner Warcraft- und grosser Dota-Fan schon ein bisschen skeptisch gegenüber dieser Neuauflage gestanden bin. Die Open Beta hat mich absolut nicht positiv gestimmt. Wenn ich ein altes Game kaufen kann, das weniger kostet und besser läuft als das neue, das ihr programmiert habt, und das neue kostet 30 Stutz, ja dann... Und der allgemeine Tenor, so jetzt in meinem Freundeskreis vor allem, ist schon so ein bisschen... Zum ein bisschen fair sein, ist es auch kein kleiner Spagat, den Blizzard machen musste, um der Erwartungen an Warcraft 3 Reforged gerecht zu werden. Auf der einen Seite hast du voll die eingefleischten Fans, Mindset straight up. No, God! Gar keine Gameplay-Änderungen, keine Balancing-Änderungen, keine Steuerungsänderungen, höchstens Grafik. Und auch dort ist man sich nicht ganz einig. Und auf der anderen Seite hast du dann so die neoliberalen Gamer, die sagen, ja nein, es wäre cool, wenn Blizzard so das Rad neu erfinden würde. Am 29. Januar hat das Game dann offiziell Release gehabt und da hat dann der Shitstorm erst richtig angefangen. Zwar sind die laggigen Menüs weg gewesen, und trotz Serverbrowser auf dem technischen Stand vom ersten Star Wars Film hat man zuverlässig spielen und connecten, und das ist ja das, was zählt. Aber mit dem Release sind auch eine ganze Menge neue Probleme und ich würde fast schon sagen, Lügen ans Licht gekommen. Viel von der Grafik wirkt nicht wirklich überarbeitet, sondern zum Teil schlechter als im alten Spiel. Und was den Fans ganz sauer aufgestoßen hat, ist zum Beispiel, dass gewisse Cutscenes, wo man an der BlizzCon noch so mega bearbeitet und mega pompös gezeigt hat, im fertigen Spiel einfach verschwunden sind. Sie sind nicht da. Es ist einfach die alte Cutscene mit neuer Grafik und das, was man an der BlizzCon gezeigt hat, ist nicht im Spiel. Auch keine Freunde gemacht hat sich Blizzard mit der Ankündigung, dass alle Maps, Mods und Games, die in Warcraft 3 Reforged erstellt werden, 100% reingehören. Das heisst, ihr erfindet irgendeine coole Custom Map, das nächste Auto-Chess, das nächste Dota, whatever. Nein, es gehört nicht euch, es gehört Blizzard. Es ist auch nicht wie bei einer Unreal Engine, wo man sagt, ihr habt das Game mit Unreal Engine gemacht, also gebt ihr uns irgendwie 15%. Nein, ihr gebt uns 100%. Wir sind doch im 2020 jetzt, sorry. Also...
Ist Warcraft 3 Reforged also die erhoffte RTS-Rettung? Ich glaube, der momentane Status besagt so ziemlich das Gegenteil. Das Spiel ist auf Metacritic mit 0,5 Punkten User Score. Ja, nicht mal 1 Punkt, 0,5 Punkte User Score. Das rekordhaltende Game für die schlechteste Bewertung ever. Blizzard muss da glaube ich noch heftig nachliefern, vor allem irgendwie ein Ranking-System einführen, Turnier organisieren, ich weiss nicht, was da alles noch dazu kommt. Also da muss Blizzard schon noch mal ein bisschen hinter die Bücher. Da es aber auch noch etwas Positives über Warcraft 3 Reforged zu berichten gibt, muss ich an dieser Stelle ein Feature erwähnen, dass wir fast 20 Jahre alte Maps, also ihr könnt wirklich alle Community Maps vom alten Warcraft ins Neue importieren. Ab und zu wird bei einem Tower Defense mal ein Wave übersprungen oder es findet gewisse Texturen nicht, aber für das, dass die Maps 20 Jahre alt sind, ist es nicht schlecht. Damit ich euch jetzt aber nicht mit ganz leeren Händen verabschiede, habe ich mir noch die Meinung von einem ganz alten Fuchs geholt. Das ist der Davy von MYI. Er gilt in der Schweiz als absolute Dota-Legende und ist Ex-Warcraft 3 Schweizer Meister. Und er ist so nett und hat uns auch noch 2-3 Worte zum neuen Warcraft angelassen. Ja, es ist definitiv noch Warcraft 3 und fühlt sich auch eigentlich noch genauso an. Amix merke ich nicht einmal wirklich, ob das jetzt neu ist, so Reforged. Warcraft 3 Szene wird kaum wiederbeleben, auch RTS allgemein habe ich das Gefühl, hat es ein bisschen schwierig. Ich glaube nicht, dass es könnte so ein Global Competitor werden, wie so Top 3 Games oder Top 4 Games, aber es könnte durchaus wieder Aufwind bekommen und ich weiß auch nicht, es hätte können Tier 2 Titel, Tier 2 Titel werden, aber nachdem ich jetzt das Reforged gesehen habe, wie das gelauncht ist und was sie da damit gemacht haben, sehe ich einfach nicht wirklich, dass da wieder etwas könnte grösser werden könnte. Was ich sehr schade finde, weil ich finde nach wie vor, dass Warcraft 3 einen speziellen Charme hat und ich hätte auch sicher wieder mal ein bisschen anfangen zu spielen, wenn ich gesehen hätte, dass da wirklich etwas Neues gemacht worden wäre, wirklich ein Reforged stattgefunden hat, als einfach ein neues Model, also neue Models machen für die Einheiten und sogar noch eher Features und Sachen einschränken, was jetzt im Reforged stattgefunden hat und das ist einfach schon sehr schade. Natürlich kann ich es mir nicht nehmen lassen, auch noch ein paar Games gegen den Dave zu spielen. Wie das allerdings rausgekommen ist, könnt ihr euch wahrscheinlich denken. Reto, eine schlechte PR ist PR. So ein Bullshit. esports.ch Powered by UPC.